Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Schloss Molsdorf. Hier errichtete der Graf von Gotta 1734 ein wunderschönes Barockschloss aus einer Wasserburg. Und gern möchte ich euch die ein oder andere Anekdote über diesen Grafen erzählen. Und ihr seht natürlich die wunderschönen Räumlichkeiten. Im Südwesten der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt liegt Schloss Molsdorf mit seinem 8 Hektar großen Park. Bereits im 16. Jahrhundert wurde hier eine Wasserburg als Vorgängerbau des heutigen Schlosses erwähnt. Nach wiederholtem Besitzerwechsel fiel die Anlage 1733 an Prinz Wilhelm von Sachsen-Gotha-Altenburg, der sie 1734 an den Reichsfreiherrn und späteren Reichsgrafen Gustolf Adolf von Gotta verkaufte. Der aus bürgerlichem Stand zum Reichsgrafen aufgestiegene Diplomat Gotta suchte einen repräsentativen Landsitz, um sich von seinen vielfältigen Aufgaben am preußischen und sachsen-gothaischen Hof zurückzuziehen. 1736 begannen die ersten Umbauarbeiten von Schloss Molsdorf zu einer spätbarocken Anlage mit einem Garten im französischen Stil und anspruchsvoll ausgestatteten Prunkräumen. Die Zufahrt zum Schloss erfolgte über das nördliche Tor in den Hofbereich mit Wirtschaftsgebäuden. Die Pfeiler des Tores waren bekrönt mit 2 Sandsteinfiguren, den sogenannten Geldmännern. Sie waren Symbole für die großzügige finanzielle Unterstützung durch den preußischen König Friedrich II., den Großen. Gotta ließ 2 lebensgroße steinerne Männer aufstellen, welche mit Spieß, Schwert und Gottas Wappenschilde bewaffnet sind und auf dem Rücken große Geldsäcke tragen. Das Volk nennt sie noch jetzt des Grafen Geldmänner und sieht in ihnen die beiden Schweizer, welche dem Grafen zu gewissen Zeiten des Jahres vom preußischen Hofe Geld brachten. Für die Gestaltung der Gartenfront hatte der Graf den Baumeister aus Weimar Gottfried Heinrich Krone gewonnen. Die Südfassade des Molsdorfer Schlosses trägt ganz kronesche Züge. Die langen Fensterreihen sind durch Nischen und Statuen aufgelockert. Der mittlere Teil der dreigliedrigen Fassade wird durch einen Balkon im oberen Geschoss und die etwas niedrigeren Seitenteile geschickt hervorgehoben. In den Nischen des Obergeschosses der Seitenteile steht je eine Frauengestalt und in denen des Erdgeschosses eine steinerne Urne. Der Adler auf ihrem Deckel hält das Gottasche Wappen. Über die Treppe erreicht man das Vestibül im Obergeschoss. Beachtenswert ist das Deckengemälde mit einer Liebesszene, das dem Erfurter Maler Jakob Samuel Beck zugeschrieben wird, aus dessen Hand zahlreiche weitere Malereien im Schloss stammen. Es waren unruhige Zeiten, in die Gustav Adolf Gotta am 26. März 1692 in Gotha geboren wurde. Der 30-jährige Krieg hatte 2 Generationen zuvor geendet. Doch immer wieder erschütterten neue Unruhen das leidgeprüfte Europa. Vor allem Frankreich war bestrebt, die errungene Vormachtstellung auszuweiten. In der Pfalz legten französische Truppen Schlösser, Städte und Dörfer in Schutt und Asche. Einer großen Koalition europäischer Staaten gelang es schließlich, den Machtgelüsten des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Einhalt zu gebieten. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war nach außen ohnmächtig, im Inneren geschwächt.
Einer dieser Landesfürsten war Herzog Friedrich II. Von Sachsen-Gotha-Altenburg, in dessen Diensten Gottas Vater Johann Michael stand. Im Alter von 17 Jahren begann Gotta 1709 in Jena das Studium der Rechte, das er später in Halle an der Saale fortsetzte. Seine Studienzeit fiel in eine Epoche, in der sich ein grundlegender Wandel der Wissenschaften und ihrer Lehre vollzog. Überall wehte der Wind der Aufklärung. Vom Vestibül aus gelangt man in das Buffetzimmer. Dieser schmale Raum diente als Anrichte für die im benachbarten Festsaal stattfindenden Feierlichkeiten. Hier wurden Speisen angerichtet, die anschließend im Festsaal aufgetischt wurden. Die 3 Nischen sind mit je einem flachen Rocaille-Ornament dekoriert. Sie liegen den beiden Türen zum Festsaal und dem heute zugemauerten Kamin gegenüber und waren zu Gottas Zeiten mit Chinoiserien und Meißner Porzellan ausgestattet. 2 weitere kleinere Nischen befinden sich in den ausgerundeten Ecken der Wand. In dem gerahmten Aufsätzen über dem Türsturz sieht man Blumen, Früchte und Küchenstücke von Jakob Samuel Beck. Nachdem Gotta sein Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, begab er sich auf die damals unerlässliche Studienreise durch Holland, England und Frankreich. Im Jahr 1715, als er sich gerade in Paris aufhielt, wurde er mit Zustimmung des Herzogs Friedrich II. Nach Wien berufen, um dort seinem Vater bei der Abwicklung schwieriger Geschäfte in gothaischen Angelegenheiten am kaiserlichen Hof zu unterstützen. Der junge Gotta folgte dem Auftrag nur zu gern. Gotta wurde 1720 herzoglicher Rat und außerordentlicher Gesandter in Wien mit einem Jahresgehalt von 5.200 Gulden. Es war bekannt, dass Gotta außerordentlich gefällig und zuvorkommend war und dass seine Fürsprache fast immer von einem glücklichen Erfolg begleitet war. Wer sich an Gotta wendete und von ihm die Zusicherung seines Fürwortes erhielt, durfte auch des Erfolges ziemlich gewiss sein. Durch seine diplomatischen Fähigkeiten, vor allem durch die Kenntnis der Intrigen und Geheimnisse am kaiserlichen Hof in Wien, gewann er bald das Vertrauen von Kaiser und Fürsten. Ihm wurden zahlreiche Titel und Orden verliehen. Durch 2 Türen betritt man den Festsaal, den größten Raum des Schlosses, der zugleich als Speisezimmer diente. Die Wände dieses Raumes sind bis zur Decke mit Eichenholz vertäfelt, in die 33 Porträtbilder eingearbeitet sind. Das allein ist für einen Festsaal dieser Zeit ungewöhnlich und lässt eigentlich auf eine Ahnengalerie schließen. Es ist aber keine Ahnengalerie. Es handelt sich hier um Porträts von Gönnern und Freunden des Hausherrn, Königen und Fürsten, Diplomaten und Feldherren des 18. Jahrhunderts. Mit den meisten Personen war Graf Gustav Adolf von Gotta bekannt oder sie trugen zum Gelingen seiner Karriere bei. Unter den Dargestellten befindet sich auch Friedrich II. Von Preußen, der Gottas diplomatisches Geschick gerne in Anspruch nahm. An der Decke befindet sich in einem wuchtigen Holzrahmen ein 1738 von Peter Weingart geschaffenes Gemälde, welches die Götterversammlung um Helios darstellt. Einer Legende zufolge soll es sich bei dem Gemälde daher eigentlich um einen versenkbaren Tisch handeln. Stimmt aber nicht. Aber die Vorstellung ist auch nicht ganz abwegig, denn der Festsaal wurde als Speisesaal genutzt. Das Gemälde ist von Fresken umgeben.
Über eine illusionistische, mit Teppichen verhängte Balkonbrüstung blickt in den Längsseiten eine verkleidete, trinkende und musizierende Gesellschaft mit Tieren in den Saal herab. In den 4 Eckkartuschen, gerahmt von Engeln mit Blumengirlanden, werden Ackerbau, Jagd, Fischerei und Gartenbau dargestellt. Darunter verweisen Holzkartuschen mit dem Motto „Es lebe die Freude“ auf den Eremitenorden, dem Gotta als Mitglied angehörte und dessen Versammlungen auch einige Male hier stattfanden. Sein Haus war eines der glänzendsten in Wien. Prachtvolle Wagen und Pferde standen zu seinem Befehl. Mit einem Worte, seine Hofhaltung glich nahezu einer fürstlichen. Nichts aber verursachte ihm größeren Aufwand als seine reich besetzte Tafel, denn er liebte nur zu sehr die Tafelfreuden und zahlreiche Tischgenossen wie Reichshofräte und auswärtige Gesandte um sich. Auch die Kotterschen Weine erlangten Berühmtheit und durften an der Tafel der vornehmen Wiener nicht fehlen. Durch einen ansehnlichen Handel mit feinen Weinen, welche er seinen Gönnern und Freunden verkaufte und welche er selbst aus italienischen und ungarischen Weinlagern bezogen hatte, verstand er es, seine Einkünfte um ein beträchtliches zu vermehren. Im Anschluss an den Festsaal gelangt man in das Damenzimmer. An den Wänden befanden sich 35 Bildnisse, gekrönte Häupter seines Herzens, die jedoch bereits 1791 abgenommen wurden. Original sind noch die qualitativen und lebhaften Malereien von Musikinstrumenten und Masken in den Türfüllungen. Sie findet man auch an den Fensterinnenläden und in der Sockelzone der Täfelung. Die Stuckdecke aus Blattwerk, Muscheln und Tieren sowie die Malereien stammen von Jakob Samuel Beck. Der Marmorsaal ist der absolute Höhepunkt im Schloss, nicht nur wegen der zentralen Lage, sondern auch aufgrund seiner Ausstrahlung. Gotta konnte für die Gestaltung den sächsischen Hofbaumeister Gottfried Heinrich Krone und den Stuckateur Johann Baptist Petrozzi anwerben. Der Funktion als Vorzimmer entsprechend kann der Saal durch die jeweils befindlichen Türen von verschiedenen Räumlichkeiten aus betreten werden. Die Wände sind mit hellgrauem Stuckmarmor überzogen und durch ockerfarbene Felder gegliedert. Das Deckenbild stammt von Antoine Pen, welcher ab 1710 am preußischen Hof tätig war. Zu sehen ist Aurora mit dem Sonnenwagen, obgleich Aurora nicht im Zentrum des Bildes steht, sondern die Göttin Flora. Sie schaut in Richtung des Schlossgartens und stellt somit einen Bezug zum Park her. Der personifizierte Morgentau und der Frühlingswind Zephyr begleiten die beiden Göttinnen. Das Deckenbild wird von 4 Reliefkartuschen mit Darstellungen der Jahreszeiten gerahmt. Über dem Kamin hängt das Bild Gotta im Jagdgewand von Johann Kopetzky. Zum Jagdzimmer hin befindet sich die Johann Alexander Thiele zugeschriebene Darstellung des Schlosses vor dem Umbau. Weiterhin ist ein Porträt des Lord Waldegrave erhalten, dem Gotta einen hohen Lottogewinn verdankte und somit auch die finanziellen Möglichkeiten zum Erwerb von Schloss Molsdorf. Obwohl Gotta großes Geschick hatte, aus allen sich bietenden Gelegenheiten klingenden Gewinn zu ziehen, so wäre ihm die aufwendige Lebensweise kaum möglich gewesen, wenn ihm nicht Fortuna bei den Staatslotterien in London und Den Haag zweimal das große Los in den Schoß geworfen hätte. Einem Bekannten hat er später erzählt, wie es dazu kam. Beim Besuch eines hohen Herrn in Wien traf er einen ihm gänzlich unbekannten Mann namens Kron, der angab,
den Leuten das Schicksal vom Gesicht ablesen zu können. Als er Gotta sah und ihn betrachtete, sagte er zu ihm: »Mein Herr, wenn Sie Ihrem Glück die Hand bieten und dieses Jahr in die Lotterien setzen, werden Sie ungeheure Summen gewinnen.« Gotta sandte sofort Eilboten nach Den Haag und an andere Plätze und ließ Lose kaufen. Nach 3 Monaten hatte er bei den Lotterien, in die er gesetzt hatte, über 150.000 Gulden gewonnen. Sobald Gotta Schloss Molsdorf vom Prinzen Wilhelm von Sachsen-Gotha für 36.250 Taler erworben hatte, begann dort ein munteres, bewegtes Treiben. Er baute zunächst ein Schloss im Rokokostil jener Zeit und legte einen Garten nach großartigem Plane und nach französischem Geschmacke an. Im Marmorsaal des Schlosses befindet sich noch heute ein Gemälde, das die Wasserburg Molsdorf in ihrem früheren Zustand zeigt. Bereits 1734 wurden der Südflügel und die anstoßenden Teile des Ost- und Westflügel abgerissen und mit höheren Zimmern neu gebaut. Neben Baumalleen ist eine im westlichen Hang eingefügte Kaskade und eine Brunnenanlage in der Mitte des Gartens zu erkennen, möglicherweise der sogenannte Herkulesbrunnen. Der Umbau war 1738 im Wesentlichen abgeschlossen. Vom Marmorsaal gelangt man in das Schlafzimmer oder Kabinett des Grafen, welches sich auf der gegenüberliegenden Seite des Damenkabinetts befindet. Aufgrund des zur Originalausstattung gehörenden Alkoven mit Bett macht dieser Raum eher den Eindruck eines Schlafzimmers. Aber geschlafen hat der Graf hier nie. Es war, wie das Damenkabinett, wohl mehr ein Rückzugsraum. Besonders schön sind die Putten mit Blumengirlanden, die über dem Alkoven zu sehen sind. Zur ursprünglichen Ausstattung gehören noch die Stuckdecke sowie die beiden Gemälde Graf Gotta mit Begleiterin in Pilgertracht von Antoine Pen und die Zigeunerin von Johann Kopetzky. Die vielen Ämter, die Gotta zu vertreten hatte, und sein ausschweifender Lebensstil forderten ihren Tribut. Aus gesundheitlichen Gründen bat er den König um seine Entlassung, damit er sich aus dem Hofleben in die ländliche Umgebung zurückziehen konnte. 1736 bewilligte Friedrich Wilhelm I. endlich die wiederholt erbetene Abberufung und gewährte Gotta, in Schloss Molsdorf leben zu dürfen. Gleichzeitig ernannte ihn der König zum Gesandten und bevollmächtigten Minister beim Obersächsischen Kreis. Als aber Friedrich II. 1740 den Thron bestieg, rief er Gotta für 5 Jahre nach Berlin in den Staatsdienst zurück. Er wurde zum preußischen Generalpostdirektor, zum Vorsitzenden der Akademie der Wissenschaften und zum Staats- und Kriegsminister ernannt. Zudem verlieh ihm der König die Oberhofmarschallwürde. Wenige Monate später erhob Kaiser Karl VI. Den Freiherrn Gotta in den Reichsgrafenstand. 1745 kehrte Gotta nach Molsdorf zurück. Seinen aufwendigen Lebensstil führte er auch hier weiter. Unter den vielen Festen, die er selbst gab oder zu denen er eingeladen wurde, müssen die für den Orden der gut gelaunten Eremiten besonders hervorgehoben werden. Dieser Orden, in welchem nur die Freude zu finden ist, wurde auf Anregung der Herzogin Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg 1739 gegründet, dessen Mitglied Gotta 43 wurde. Die Versammlungen fanden mehrmals in Molsdorf statt. Das große Eckzimmer, das zuweilen auch als Roter Salon bezeichnet wurde, diente als Konversations- und Arbeitszimmer. Die Wände waren einst wie im Festsaal bis zur Decke mit Holz vertäfelt. Einzig die schöne Sockelzone hat sich davon erhalten.
Die Damen auf dem Deckengemälde symbolisieren die 7 freien Künste und deren Sieg über Frömmelei und Unwissenheit und damit den Beginn des goldenen Zeitalters, ganz im Sinne der aufgeklärten Geisteswelt Gottes. Von der Diele aus gelangt man ins Jagdzimmer. Es sollte den Besucher auf den Empfang vorbereiten. Vom Jagdzimmer gelangt man über eine schmale Treppe zum Dachgeschoss. Hier hatte Gotter seine Bibliothek untergebracht. Das Modell stellt den Molsdorfer Schlossgarten in seiner Größe und seinem Erscheinungsbild dar, wie er um die Mitte des 18. Jahrhunderts nachweislich bestanden hat. Das Schloss war zu dieser Zeit von einem Wassergraben umgeben, ein Relikt der ehemaligen Wasserburg. Gotter konnte Schloss und Park in Molsdorf nur 15 Jahre lang sein eigen nennen. 1748 zwangen ihn gravierende Finanznöte, das Schloss zu verkaufen. Allerdings behielt er sich ein lebenslanges Wohnrecht vor, das er 1757 zum letzten Mal nutzte. Unter den ehemaligen Besitzern des Anwesens kann Maria von Gneisenau als die nach Gotter bedeutendste gelten, bezogen auf ihre Bereitschaft zur Investition in baulich-gestalterische Maßnahmen. Die in Berlin lebende Gräfin erwarb Schloss Molsdorf 1909 von Karl Eduard, dem letzten regierenden Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha. Nach ihrer Scheidung nutzte sie es vorwiegend in den Sommermonaten. Vermutlich gehen die heute für die Ausstellungen genutzten Vitrinenschränke im Flur des Nordflügels auf die Gräfin zurück, die sie als Kleiderschränke genutzt haben könnte. Die zweifache Mutter betrieb den Umbau des Anwesens als künstlerisches Projekt, das ihr half, eine Sinn- und Lebenskrise zu überwinden. Sie ließ nicht nur fließend Wasser, Elektrik und Zentralheizung installieren, sondern beauftragte 1909 Paul Schulze-Naumburg und die Saalecker Werkstätten mit Entwurf 2 einmaliger Räume. Ein kostbar ausgestattetes Marmorbad und ein fantastisch dekorierter Ruheraum mit einem Aquarium vor dem Fenster, unmittelbar neben der Bibliothek. Das Marmorbad wurde in Jugendstilmanier eingerichtet. Die Gräfin verstand sich als angehende Schriftstellerin, betätigte sich auch von Molsdorf aus literarisch. 1914 ließ sie den Pavillon im Schlossgarten zur Automobilgarage umbauen und übertrug das an sich schon bemerkenswerte Vorhaben noch dazu einer Frau. Emilie Winkelmann gilt als erste freie deutsche Architektin überhaupt. 1922 war sie durch die schlechte Wirtschaftslage gezwungen, das Schloss zu verkaufen. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun viel über den Grafen erfahren, habt die wunderschönen Räumlichkeiten gesehen. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!